We are now heading for the second panel, and that panel will deal with the economical crisis and job creation. We have four people in that panel. First of all, Elmar Brok from Germany, the chairman of the European Union of Christian Democratic Workers. We have Doris Pack, chairwoman of the EPP Women since 2000, I think. Nadezhda Nensky from Bulgaria, chairwoman of SME Europe, and Michael Schneider, president of the EPP group in the Committee of the Regions. Welcome. I invite you to first have a look at one of the questions that was being recorded in our war room. Hi, I'm Robert from Finland. We have received a lot of questions on social media, and I'll read one to you now. The EPP calls itself the People's Party. What are your proposals to help ordinary people solve their problems, especially in relation to the economic crisis? Thank you. It's of course a very pertinent question, a very important one, and I will ask the representative, of course, the chairman of the Christian Democratic Workers, to react on it. This is very important. Many people have made sacrifices in the last years. Many people are really in trouble. And what is the message to them of the EPP? Ich glaube, dass wir besonderen Wert darauf legen müssen, Wettbewerbsfähigkeit zu bekommen. Denn nur über Wettbewerbsfähigkeit können wir international bestehen und Arbeitsplätze schaffen. Aber um hier eine Basis zu bekommen, muss dieses auch mit gesunden Finanzen versehen werden. Wir wissen genau, in den Ländern, wo es gesunde Finanzen gibt, gibt es weniger Arbeitslosigkeit und mehr Exportmöglichkeiten. Hier gibt es einen inneren Zusammenhang, den Sozialisten nicht verstehen. Und ich glaube, dass insgesamt wichtig ist, dass auf dieser Basis Wachstum entstehen kann. Und ich glaube, dass es außerordentlich von großer Bedeutung ist, dass wir als christliche Demokraten diese Mischung zustande bekommen. Gesunde Finanzen, Wettbewerbsfähigkeit über Strukturreformen und dann Anschub für Wachstum. Alles Geld, was benutzt wird, um auf falsche Strukturen zu treffen, ist vergossene Milch, wird nicht helfen und führt nicht zu besseren Arbeitsplätzen. Und als weiterer Punkt muss gesagt werden, wir Christdemokraten verstehen den Gedanken der sozialen Partnerschaft, der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Wir sind nicht Klassenkampf. Die soziale Partnerschaft, eine christlich-demokratische Idee, ist ein Beweis dafür, das lässt sich klar nachweisen, der Weg für ökonomischen und sozialen Erfolg. Well, you've been talking about healthy finances. We have all seen here in this hall the protesters marching outside, a march organized by the socialists, apparently, and they say stop, no to austerity. Apparently, they associate austerity with the EPP. What is your answer on that one? Die Sozialisten haben es nie verstanden. Sie bringen erst ein Land ins Unglück, sie geben Geld hinaus, wie es nur geht, dann geht ein Land fast bankrott und dann sind sie nicht in der Lage, das in Ordnung zu bringen, dann müssen die Christdemokraten und Konservativen wieder es machen. Wenn man meint, auf gesunde Finanzen zu verzichten, wird man irgendwann kein Geld mehr für Renten haben und kein Geld für Sozialpolitik mehr haben. Und man wird dann auch nicht mehr die Investitionen haben, um das Ganze finanzieren zu können. Sozialisten haben nie begriffen, dass es immer auf den Gleichgang von Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik ankommt. Da sie diesen Zusammenhang nicht begreifen, führen sie es immer in den Abgrund hinein. Und ein weiterer Punkt muss noch gesagt werden, nicht Marktkräfte wegzudrücken ist der entscheidende Punkt, sondern Marktkräfte in eine Rahmenbedingung zu bündeln. Das ist soziale Marktwirtschaft, wie wir dieses sehen. Und deswegen machen wir jetzt die Bankenunion, die wichtig ist, dass nicht ein Wirtschaftssektor Arbeitsplätze in Schwierigkeiten bringen kann. Kein Wirtschaftssektor, kein Unternehmen darf so systemisch sein, dass er Unternehmen und Staaten in Schwierigkeiten bringen kann. Okay, ladies and gentlemen, I think the campaign really has begun, if I listen to Mr. Brok. Let's talk about, you've been talking in general about the crisis and how to solve it. Let's talk about women. Ms. Pack, the EPP women have been focusing recently on women because they have really been hit very hard in recent years. What are your concrete ideas and your proposals in order to make sure that women really have their place on the labor market, and how can we improve their situation in general? Ja, wir haben in diesem Jahr und im vergangenen Jahr ganz stark uns auf dieses Thema hinbewegt. Wir haben auch eine Resolution gemacht, die Sie heute hier ja verabschieden werden.
Wir haben gesagt, Frauen als Unternehmerinnen sind diejenigen, die die Wirtschaft braucht. Eine Frau, die ihr Unternehmen gegründet hat, geht selten so schnell kaputt oder überhaupt nicht kaputt wie Männer, die das tun. Insofern glaube ich, dass Frauen stärker als bis heute in diese Unternehmerschaft hineingeführt werden müssen. Dafür brauchen sie aber Kapital. Und glauben Sie, die kriegen von den Banken Kapital? Die wenigsten Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, kriegen von ihrer Sparkasse Geld dafür. Man traut ihnen das nicht zu. So sieht die Gesellschaft heute leider noch aus. Ich glaube, wir müssen ihnen dabei helfen, und ich glaube, die Europäische Union hat auch Möglichkeiten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds in diesem Bereich stärker hineinzugehen. Das haben wir gefordert, und wenn jemand diese Resolution heute intensiv liest, weiß er, was wir noch anderes vorhaben. Wir haben im letzten Jahr auch zu dem Thema Digital Agenda gesprochen. Im Rahmen der Digital Agenda ist so viel Möglichkeit, so viel Potenzial für neue Arbeitsplätze, für neue Arbeiten, dass ich glaube, dass Frauen mehr und mehr auch dahin gebracht werden können und sollen, mithilfe von denen, die sich dafür interessieren, eben auch die europäischen Institutionen. Und ein drittes, glaube ich, ist ganz wichtig. Wir brauchen familienfreundliche Unternehmen. Ich rede jetzt nicht von frauenfreundlich, denn familienfreundlich meint ja meistens auch frauenfreundlich. Wenn die Unternehmen nicht in der Lage sind, flexible Arbeitszeiten anzubieten, damit Frauen sowohl die Arbeit als auch die Kinderbetreuung im Hause haben und auch noch die Möglichkeit haben, durch Flexibilität sich vielleicht um ihre Eltern zu kümmern, Frauen und Männer, dann glaube ich, haben die Unternehmen die Zeichen der Zeit überhaupt nicht verstanden. Michael Schneider, the Committee of the Regions is a body where you are really working in. My question is, what is the EPP doing exactly in the committee? Because you know very well the local problems, the roots problems in the regions. What are the solutions that the EPP is fighting for in the Committee for the Regions? Also wir sind der Auffassung, und dafür arbeiten wir auch Tag für Tag, dass wir die hier angesprochenen Probleme, Arbeitsplätze, Investitionen und so weiter, nur dann lösen können, wenn diejenigen, die am nächsten an den Problemen dran sind, bei der Problembewältigung auch angemessen einbezogen werden. Ich will das mal plakativ so sagen. Die europäische Verwaltung, die nationale Verwaltung kennt die Zahlen der Arbeitslosigkeit. Wir, die regionale Verwaltung, die lokale Verwaltung, wir kennen die Namen der Arbeitslosen. Das heißt, wir sind am dichtesten an diesen Problemen dran. Und wir setzen uns dafür ein, und wir haben auch große Erfolge erzielt in den vergangenen Jahren, dass wir in die europäischen Entscheidungsprozesse als Ausschuss der Regionen stärker und stärker einbezogen werden. Und die EVP ist die einzige Partei, die ein Grundsatzprogramm verabschiedet hat, ein Wahlkampfprogramm verabschiedet hat, in dem ausdrücklich die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hervorgehoben wird und unterstrichen wird. Die EVP ist die Partei sozusagen föderaler Strukturen, der Subsidiarität, während die Sozialisten immer sich als Zentralisten bewiesen haben. Und nochmal zum Stichwort Sozialismus, ich greife das auf, was Herr Brok gesagt hat. Ich vertrete ein ostdeutsches Bundesland im Ausschuss der Region, das Land Sachsen-Anhalt. Und wir haben seit 25 Jahren die große Herausforderung, die Folgen der Misswirtschaft des Sozialismus zu bewältigen. Wir haben große Fortschritte gemacht, auch dank der europäischen Hilfe, dank der Strukturfonds. Aber man kann jedem nur raten, solche Experimente mit Sozialismus, da haben wir unsere Erfahrungen auch in Bulgarien, jedem nur raten, solche Erfahrungen gar nicht erst machen zu wollen. Thank you. There is another question that I want to tackle with you, and that relates to a question that a lot of people, a lot of voters are really asking themselves. Is the EU not too much into regulation and too much interfering in our lives? Nadezhda Insky, I want to ask you, you are really occupied with the small and medium enterprises. Maybe this is also something they suffer from, what they call over-regulation, interfering, all kinds of little rules that we have to obey. How do you see those problems? I can divide on two the question.
the answer of the question. First of all, there is a very thin layer between the assistance and the interference. If we are not able to understand what is the difference, probably we will give a lot of push for the populist and nationalistic movements. But I think that what becomes clear from the crisis is that the greater government interference and greater government spendings are not the solution of the problem with the crisis. On the contrary, from the SME Europe, we are trying to provide people with opportunities to take lives in their own hands. I think that believing people is probably the most strong signal we can send to people all over Europe, because most of the people are used to be followers and not managers even of their own lives. What we see right now after the crisis is that too many people are moving back to the state-owned factories or where they exist, or to be state-paid. In fact, if we are trying to support the small and medium-sized enterprises, we will be able to help them much more. Okay, thank you so much. Our time is limited. We could talk a lot more about all these issues. Thank you very much, and good luck in the campaign. Thank you.